Herzlichen Dank, liebe Frau Adamczyk-Enriquez. Einen schönen guten Abend an alle, die mir zuhören, die uns beiden zuhören. Eine Person sehe ich auch, die anderen sind aber bestimmt auch da. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Einladung. Ähm, für den Vortrag bin ich so halb qualifiziert, weil ich nämlich bei Edith Stein einigermaßen unerfahren bin, aber ich habe diese Möglichkeit sehr gerne ergriffen, auch meinen eigenen Horizont um einiges. Oh, bin ich noch da? Entschuldigung. Meinen eigenen Horizont um einiges zu erweitern, zumal ich außerdem noch aus der Pfalz komme, wo man mit Edith Steiner doch permanent irgendwie konfrontiert, also was heißt konfrontiert, beschäftigt wird in Speyer und in Bad Bergzabern und so. Ne? Deswegen habe ich da noch mal eine ganz eigene landsmannschaftliche Verbindung. Ähm, Bergson bei Edith Stein, wie soll ich sagen, ich war am Anfang optimistischer, als ich hätte sein sollen, wie sich dann am Ende herausgestellt hat, denn ich habe ein paar Briefstellen gesehen und dachte, ach ja, da ist einiges da, das ist ja doch sehr interessant. Und ich wusste ja schon durch meine Bergson-Beschäftigung, dass es durchaus unterirdische Verbindungen gewissermaßen zwischen Bergson und der Phänomenologie gibt. Ne? Und deswegen habe ich mich daran gemacht, mal zu schauen, was denn nun von Bergson bei Edith Stein oder zwischen den beiden so zu finden ist. Und es ist, was die, wie soll ich sagen, die Anzahl der Zeilen angeht, in denen Bergson namentlich auftaucht, gar nicht mal so viel. Deswegen habe ich dann das Ruder etwas herumgeworfen und werde jetzt gewissermaßen zunächst etwas zu Bergson erzählen, der vielleicht nicht allen gleichermaßen bekannt ist, und dann das Umfeld um Edith Stein herum darstellen, wo da Bergson überall durch verschiedene Kanäle auf Edith Stein gewissermaßen eingedrungen sein kann. Um dann die paar Stellen, die es bei Edith Stein gibt, kurz zu erwähnen und dann am Schluss nochmal die Frage zu stellen, warum Bergson bei Edith Stein doch nicht so an der Oberfläche präsent ist, obwohl er wahrscheinlich unter der Oberfläche durchaus wirksam war. Aber das ist eine Frage, die sich dann philologisch nicht mehr behandeln lässt. Also, ich beginne mit etwas zu Bergson. Henri Bergson, 1859, also selbes Jahr geboren wie Husserl, bis 1941, also 3 Jahre später gestorben, wurde vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland in verschiedenen Bereichen der Philosophie rezipiert, auch im phänomenologischen Kreis um Husserl. Auch Edith Stein ist aus verschiedenen Richtungen auf das Denken Bergsons aufmerksam geworden. Themen ihres Denkens, Zeit, Wahrnehmung, Person, Religion, Mystik, kreuzen sich mit Themen Bergsons. Zudem waren beide, wie Husserl, Juden und die Konversion zum katholischen Christentum mit einem zentralen Interesse an der spanischen Mystik hat Stein in Praxi vollzogen, Bergson in seinem Denken und Schreiben, aber nicht mehr in Praxis. Naheliegend nach ausdrücklichen Bezugnahmen und inhaltlichen Bezügen zu suchen. Dieser Vortrag bemüht sich um ausdrückliche Bergson-Verweise bei Stein und noch viel mehr um das Umfeld, aus dem heraus bergsonische Themen und bergsonisches Denken an Edith Stein herangetragen worden sein kann. Kein Philosophierender bewegt sich im luftleeren Raum. Zustimmungen und Abweisungen, partielle Übereinstimmungen und Abweichungen in Absicht und Methode, Zufälligkeiten wie Zuhandensein von Texten, Kommentaren und anderen Kritiken, sowie andere Personen, eigenes kreatives Streben und Vermögen, sowie solches anderer wichtiger Personen prägen das Denken. Ausdrücklichen, namhaft gemachten Bezügen und deutlichen, nur nicht mit einem Eigennamen geleiteten Verweisen, treten implizite Auseinandersetzungen zur Seite, Verwandtschaften im Denken,
die den Denkenden vielleicht selbst überraschend vorkommen mögen. Ausdrückliche Verweise sind deswegen noch lange nicht alles, aber andererseits das Verlässliche. Beschränken wir uns hier also auf das Verlässliche bei Stein und in ihrem Umfeld und verweisen wir nur manchmal auf das, was zu erwarten gewesen wäre oder vielleicht tatsächlich im Hintergrund steht. Verstehen Sie mich alle gut? Ja, fein. Bergson erscheint bei Edith Stein im Briefwechsel mit Roman Ingarden, weil Ingarden seine Dissertation bei Husserl über Bergson geschrieben hat. Beide gehörten zum engen Umfeld um Husserl, dem sie als ihrem Meister eng verbunden waren. Stein schrieb zur selben Zeit ihre Dissertation bei Husserl wie Ingarden. Stein macht in ihren Briefen jedoch nur sehr wenige inhaltliche Bemerkungen zur Dissertation Ingardens und einige zum Status des Verfahrens. Bergson taucht auch auf in einem Bericht über Edith Steins Teilnahme an der Tagung in Juvisy bei Paris 1932. Bergson wird als Jude, aber auch in einem Atemzuge mit Husserl angesprochen, wenn es heißt, auch der ist einer der unsrigen. Bergson war jedenfalls von Anfang der Göttinger Zeit Edith Steins permanent latent präsent, ohne dass er zu ausdrücklich in den Vordergrund geraten wäre. In den Protokollen des Göttinger Kreises spielt er keine Rolle. Diese Protokolle sind immer nur ganz systematisch auf das behandelte 1911 hatte Alexandre Koyré Bergson in einem Vortrag vorgestellt. Als Scheler zu dem Kreis stieß, hatte er bereits eine Bergson-Übersetzung angeregt, 1908 Materie und Gedächtnis. Deswegen wird dieser Vortrag sich vor allem mit den Anknüpfungspunkten von Bergson in die Phänomenologie hinein befassen müssen, ohne dass dies zu sehr in die Inhalte der Phänomenologie selbst hineinreicht. Das heißt, de facto wird dieser Vortrag, wie schon gesagt, das Umfeld Steins, insofern Bergson in ihm erscheint, beleuchten, bestenfalls als Vorarbeit für eine weitere inhaltliche Beschäftigung mit der Latenz Bergsons bei Stein. Am Anfang dieses Vortrags stehen einige grundsätzliche Bemerkungen zu Bergson, in denen einige zentrale Begriffe bzw. Denkfiguren Bergsons zur Sprache kommen, die das Interesse der Phänomenologie geweckt haben mögen. Dann folgt der Hauptteil zur Rezeption Bergsons in Deutschland mit einem Schwerpunkt auf den Phänomenologenkreis, in den Edith Stein eingebettet ist. Bergson-Teil. Bergson versteht sich und sein Philosophieren aus der Spannung zweier Grundansätze des Denkens. Die Philosophie als das Ansinnen des menschlichen Geistes, ich zitiere, die Wirklichkeit, in der wir leben, zu ergründen, hat seiner Meinung nach diese Unternehmung nämlich traditionell auf eine Weise unternommen, die mehr Probleme schafft als löst. Denn das Denken betrachtet sich üblicherweise indirekt, indem es sich selbst als in einer Erkenntnis mit anderem beschäftigt betrachtet. Dadurch tritt es auch sich selbst als anderem entgegen, nämlich als wiederum selbst durch dieses Material geprägt. Im konkreten Falle heißt dies, das Denken hat sich darin abgearbeitet, Halt zu finden in naturgesetzähnlichen Regelhaftigkeiten und hat sich dann auch selbst nur durch bzw. auf diese Weise begriffen. Es kommt hinzu, dass diese Gesetzmäßigkeit durch das Denken selbst in seine Welterfahrung hineingetragen worden ist. Dadurch gelangt es naturgemäß zu einer anderen Auffassung seiner selbst, als wenn es sich selbst in seinem eigenen unmittelbaren Wirken zu betrachten sucht. Das heißt, in seinem eigenen Verlauf, in seiner eigenen Seinsweise, in seiner Ausprägung, ohne Prägung durch die Aufmerksamkeit auf das andere in der sinnlichen Außenwelt und die dadurch ungeprägte Aufmerksamkeit auf sich. Es soll sich selbst nicht auf die Weise der Intelligence oder Intellekt, wie es übersetzt wurde, betrachten,
die letzten Endes zu Handlungszwecken auf die Feststellung von Stabilitäten, Regularitäten und Erwartbarkeiten aus ist, sondern in sich selbst als zeithaftes, kreatives in einer Intuition eintauchen. Der Intuition-Begriff ist ja einer der Begriffe, die in beiden Denkschulen ganz zentral sind, ne, und gewissermaßen eine dieser Brücken des Interesses bilden. Wie so viele Denker vor ihm und nach ihm beansprucht und auch zu seiner Zeit, nämlich Husserl selber, beansprucht also auch Bergson, die Philosophie einen, ja, den entscheidenden Schritt voranzubringen, indem er versucht, der üblichen mittelbaren Selbsterkenntnis eine unmittelbare zur Seite zu stellen. Denn für ihn krankt die bisherige Philosophie daran, dass sie die Erkenntnis der Wirklichkeit, sowohl der äußeren materiellen wie auch der inneren geistigen Wirklichkeit, über einen Leisten schlägt und das Denken allein so begreift, wie es im Umgang mit der äußeren materiellen Welt ausgeprägt ist. Ordnend, feststellend, handlungsorientiert. Diese Auffassung der Wirklichkeit, zunächst der inneren, dann aber auch der äußeren, ist für Bergson von fehlerhafter Einseitigkeit. Die Wirklichkeit, die zu ergründen Aufgabe der Philosophie ist für ihn in ihrem Wesen als zeithafte schöpferische Entwicklung verfasst. Das Wesen der Wirklichkeit und ihr Ursprung lässt sich nicht von außen, sondern nur von innen als Mitvollzug erfassen. Bergsons Denken ist von vornherein metaphysisch, insofern, als er Aussagen über die Wirklichkeit macht und die Erfassung der Wirklichkeit für ihn die eigentliche Aufgabe der Philosophie ist. Bergson lässt dem Menschen das Vermögen dieses Mitvollzugs in der Intuition gegeben sein. Es ist das Vermögen der Unmittelbarkeit zum eigenen zeithaften Wesen des Menschen, wie auch zur wirklichen Zeit als Durée überhaupt, die in der gesamten Wirklichkeit am Werk ist. Über die eigene Dauer hinaus ist das Ziel also der unmittelbare Kontakt mit der durativen Wirklichkeit selbst. Es kommt ein Zitat aus der Einführung in die Metaphysik. Philosophieren besteht darin, dass man sich durch eine Anstrengung der Intuition in die Sache selbst hineinversetzt. Da klingeln beim Phänomenologen die Glocken. Den, wie Bergson an anderer Stelle sagt, Wellenbewegungen des Wirklichen. Diese Sache selbst, von der in der Introduction der Métaphysique die Rede ist durativ letztlich die Durée selbst. Und Bergson geht in seinen weiteren Werken in Richtung des Ursprungs dieses schöpferischen Elans, Gott, und wird selbst nahezu zum Mystiker. Diese Unmittelbarkeit ist jedoch stets das Ergebnis einer Anspannung, nicht das einer Entspannung. Diese Anspannung ist notwendig zur Überwindung der üblichen Denkweise des normalen Alltagsverstandes, die in der bisherigen Philosophie nur ihre Verlängerung findet. Diese Denkweise besteht im Auseinanderhalten dessen, was in der Durée einen einzigen, gegliederten Strom bildet. Bergson nennt dieses Auseinanderhalten ab der mittleren Phase seines Denkens Intelligenz, wie schon genannt. Sie löst den Strom der Durée, den Bewusstseinsstrom, der Begriff taucht bei Stein oft auf, ne, sowohl im Subjekt wie auch in seinen Objekten in Positionen und Entgegenstellungen auf. Diese Auflösung und Organisation, die schon in der Wahrnehmung beginnt, ist stets handlungsorientiert. Indem sie aber den Strom in Gegenstände und deren Verhältnisse auflöst, verfehlt sie so von vornherein sein Wesen. Die so fehlgeprägte Philosophie endet unweigerlich in Scheinproblemen und dadurch übrigens auch in Skeptizismen und letzten Endes in einer Art existenziellen Angst, während wir bei Bergson, das ist ganz spannend, in vielen seiner Werke die Freude, die Joie als gewissermaßen das zentrale existenzielle Gefühl finden. Dieser Fehlprägung ist durch eine neue
Anstrengung der Bergson in der Einleitung zu La Pensée le Mouvant schreibt, um so eine genaue Darstellung der Wirklichkeit zu erlangen. Dieses Selbstverständnis des Philosophierens Bergsons bestimmt in verschiedenen Ausformungen die Entwicklung seiner Philosophie. Die richtige Weise des Philosophierens über das Wesen des Wirklichen zu finden und zu erproben, die die Scheinprobleme, die das auf falsche Weise Philosophieren aufgebracht hat, aufzeigt und auflöst. Im Problem des Begriffs der Freiheit geschieht dies am Anfang der Philosophie Bergsons, im Problem und Begriff des Möglichen geschieht dies am Ende. Es zeigt sich jeweils, auf welche Weise das Wesen der Wirklichkeit verfehlt wird, indem nämlich durch die unangebrachte Verwendung von Begriffen frei, möglich, es gerade unmöglich gemacht wird, das Wesen der Wirklichkeit, der äußeren wie auch unsere eigenen, zu verstehen. Denn in ihnen wird ein Instrument, das der Alltagsverstand und ihm folgend die spezialisiertere Intelligenz, die der Wissenschaftler und auch gerade der vorherigen Philosophen erfolgreich und auch durchaus zu Recht nutzt, auf eine Weise in metaphysische Fragestellungen verpflanzt, die unlösbare Probleme generiert. Indem solche Begriffe vom Alltagsverstand und der im Folgenden üblichen Philosophie als Mittel par excellence verstanden werden, die Welt als sich veränderte oder uns als freie oder unfreie zu begreifen, wird ihre Behandlung zum zentralen Punkt der Philosophie Bergsons, des Philosophen, der vielleicht die emphatischste Beziehung zur Wirklichkeit als wesentlich Werdender hatte. Jetzt komme ich zur Rezeption Bergsons und im Folgenden beziehe ich mich zum einen auf ein Buch von Katharina Zanfi, Bergson, von 2014 und 2018 auf Deutsch entstanden. Das hat schöne lange Kapitel auch zur Phänomenologie, zu Scheler und zu Simmel und zu anderen mehr. Und in meiner eigenen Diss habe ich am Anfang auch noch ein paar Seiten geschrieben zur Rezeption Bergsons. Und das bildet den Grundstock dessen, was jetzt als nächstes kommt. Ein bisschen auch und aufgearbeitet noch. Ein Brief Bergsons oder einige Briefe Bergsons sind ganz interessant. Schilderungen von Isaac Bonruby zu Gesprächen mit Bergson und natürlich auch einige neuere Werke. Generell lässt sich zur Rezeption Bergson sagen, dass er, von Ausnahmen abgesehen, auf wenige Grundzüge verkürzt in Deutschland wahrgenommen wurde, von den einen begrüßt, von den anderen bekämpft, als Lebensphilosoph mit dem zugrunde liegenden Antagonismus Leben, ordnender Verstand, als Irrationalist mit der Intuition gegen die Intelligenz, als Feind der verstandesgegründeten Philosophie und Wissenschaften, seine Art von Metaphysik versus Wissenschaftlichkeit, als Verkünder einer neuen Zeitauffassung, die in mancher Augen aber auf halbem Wege stehen bleibt, ne? Re versus Zeitlichkeit in ihren verschiedenen Ausprägungen, als Verkünder einer neuen Mystik und einer neuen Moral, als Biologist, als Antikantianer. Seine Stellung zu den Einzelwissenschaften, die sehr intensiv und komplex ist, wurde fast durchgehend verkürzt wiedergegeben und dadurch oft der Irrationalismus zu seinem eigentlichen Wesenszug erklärt und er einfach dann komplett der Lebensphilosophie zugeschlagen. Die Geschichte der Rezeption Bergsons in Deutschland ist äußerst in Aufnahmen und Diskussionen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Und hier sind wir vor allem zu Hause. Einem kleinen Nachklang dieser Rezeption in den ansonsten eher sehr Bergson-kritischen Nachkriegsjahren nach dem Ersten Weltkrieg, was neben philosophischen Gründen auch zum Grund hat, dass Bergson sich intensiv auf französischer Weise mit antideutschen Reden und Schriften in diesen Krieg eingebracht hat, was dann also unmittelbar einen kompletten Zusammenbruch der Kontakte zwischen Bergson und seinen guten deutschen Freunden mit sich gebracht hat. Und das hat sich auch kaum davon erholt. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Dann gab es eine nahezu vollständige Abwesenheit Bergsons in den Jahren vor und den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, mit einigen wenigen Ausnahmen.
Bei Ernst Bloch kommt er mal vor, er kommt ein bisschen bei Adorno vor. Es gibt vor allen Dingen die Arbeit von Günter Pflug. Und in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzt dann langsam eine Wiederaufnahme Bergsons ein. Aber noch 1988 konnte Otto Pöggeler, ne, sehr bekannter Philosoph, einen Beitrag zu Bergson folgendermaßen schließen. Ich zitiere, dass die Auseinandersetzung mit Bergson letztlich doch ausgeblieben ist, ließe sich auch für andere philosophische Richtungen außerhalb der Phänomenologie nachweisen. In dem Beitrag ging es um Bergson und die Phänomenologie. So sollte die Auseinandersetzung mit Bergson neu aufgenommen werden und es nicht bei der Feststellung bleiben, die Rudolf W. Meyer noch 1982 in seinem Referat Bergson in Deutschland treffen musste, dass außer Günter Pflug eigentlich niemand Bergson aufgegriffen hat und er deswegen ein komplett unbekannter Name ist. Das neue Jahr, wo ungefähr läuft in Deutschland, zum einen orientiert an den Rezeptionslinien der ersten 20 Jahre des 20. Jahrhunderts, das heißt an der lebensphilosophischen, soziologischen oder phänomenologisch fundierten Bergson-Lektüre, zum anderen wenigstens indirekt induziert durch Deleuze. Es gibt viele Deleuzianer, die über Deleuze zu Bergson kommen, in dessen Schriften Bergson die Jahrzehnte des Desinteresses entstanden hat. In den letzten 20 Jahren ist das Interesse wieder gestiegen. Es gibt eine gewisse Anzahl von Dissertationen, aber ich glaube, nach der Dissertation traut sich keiner mehr, irgendwas mit Bergson zu machen in der deutschen Universitätswelt. Der ist immer noch so ein bisschen abseitig. Jetzt genauer, die Wahrnehmung Bergsons in Deutschland setzt ein mit Rezensionen seiner Schriften, zum Beispiel in der Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. Zuerst wahrgenommen wurden also die im Vorfeld seines zweiten Werkes Matière Mémoire entstandenen Arbeiten Bergsons, die im weiteren Sinne mit der Psychologie und der Physiologie zu tun hatten. Bergson hat ja selbst die Ansatzpunkte seiner frühen Arbeiten als psychologisch bezeichnet und war Präsident einer von ihm mitgegründeten psychologischen Gesellschaft. Die Psychologie war aber nicht die einzige interessierte Disziplin und hat auch nicht lange das Rezeptionsinteresse mitbestimmt. Frühe Rezensionen finden sich auch in der Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, einsetzend mit Matière Mémoire 1896, und in der Deutschen Literaturzeitung, einsetzend mit Lerir 1900, über das Lachen. Der erste Aufsatz über Bergson erschien 1903 im Archiv für systematische Philosophie. Der Autor war Aaron Gurewitsch. Und den Aufsatz hätte Husserl kennen können, weil er in dieser Zeitschrift auch publiziert hat. Also hier beginnt gewissermaßen schon 1903 die Geschichte der möglichen Kenntnisnahme von Bergson durch Husserl. Aber mehr als möglich kann man hier nicht sagen. Und ich werde später noch ein paar Sachen lesen, denen man entnehmen kann, dass Husserl jetzt nicht der große Leser war. Der war mehr mit sich befasst. Das kann man, glaube ich, ein bisschen scherzhaft so sagen. Dieser erste Aufsatz von 1903 bestand in einer Wiedergabe der ersten beiden Werke Bergsons, des Essai sur les données immédiates de la conscience und Matière Mémoire. Das heißt, das Werk, in dem über die Dauer als unsere innere Verfasstheit, der inneren Verfasstheit des Bewusstseins gesprochen wird, und des zweiten Werkes, in dem über das Leib-Seele-Problem gesprochen wird. Das heißt, das Bewusstsein im Leib. Das erste Werk geht über das Bewusstsein als solches und auf welche Weise man es selbst erfassen kann in seinem eigentlichen zeitlichen Sein. Das zweite Werk geht über das Bewusstsein, das im Leibe steckt. Das dritte Werk, die Evolution Créatrice, geht gewissermaßen aus kosmologischer Perspektive über die Entstehung von Bewusstsein und Leiblichkeit von Materie überhaupt. Und das letzte Werk, die zwei Quellen der Moral und der Religion, weitet die kosmologische Perspektive nochmal in sowas aus, dass man eine eschatologische Perspektive nennen könnte, indem nämlich endgültig der Blick geworfen wird auf den
Quell dieses Elan Vital, diesen Zentralbegriff von Bergson kennt man ja, auf dem Quell des Elan Vital, der, unser Bergson ist in gewisser Weise auch ein Kind des Neuplatonismus, ne, wenn auch mit einem zentralen Unterschied, nämlich der Zeitlichkeit versus der Ewigkeit. Das zentrale Vorhaben von Bergson ist selber, wie sich der Ausgangspunkt des Elans wiedergewinnen lässt. Dieses Rückstreben in die Quelle, das ist sozusagen das zentrale mystische Movens, ne, wovon ich meinen würde, dass es auch Edith Stein wieder außerordentlich interessieren soll. Aber das war jetzt ein kleiner Schlenker. Ich komme wieder zurück zu diesem ersten Aufsatz über Bergson von 1903. Der besteht also in der Wiedergabe der ersten beiden Werke Bergsons, die ja zu dieser Zeit noch nicht ins Deutsche übersetzt worden waren. Bis zu der ersten Übertragung eines Bergsonschen Werkes und der sie begleitenden Literatur blieb dies dann auch der einzige eigenständige Beitrag. Spätere Werke Bergsons fanden auch Besprechungen in der Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik, der biologischen Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre sowie der Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie. In der dort 1910 erschienenen Rezension der ersten beiden Übersetzungen von 1908 und 1909 und der ersten diese begleitenden Dissertation zu Bergson wird die Einführung Bergsons in Deutschland als Verdienst des Verlegers Eugen Diederichs gerühmt und der Werbetext sowie der Umschlagtext von Hermann Graf Kaiserling mit ihrer Betonung des antikantischen Impetus Bergsons zitiert. Zitiert wird auch die weniger, ich zitiere wiederum, zur Erläuterung, vielmehr zur Empfehlung geschriebene Einführung Mindelbands. Wie in anderen Rezensionen wird die geistreiche, feste Schreibweise des Verfassers und seine metaphernreiche Sprache hervorgehoben, die sich mit dem antibegrifflichen Impetus der Introduction à la Métaphysique, der Einführung in die Metaphysik, deckt. Das hat die deutschen Leser natürlich besonders, wie soll ich sagen, angepackt. Ne? Und das hat die Lesart immer gelenkt, ne, dass Bergson als ein Begriffsfeind aufgefasst wurde und für seine metaphernreiche Sprache hervorgehoben wurde. Das fand bei den einen Beifall und bei den anderen Ablehnung. Zum Teil beim selben Autor wie bei Heidegger zum Beispiel erst das eine, dann das andere. In mancher Hinsicht ist diese Rezension der ersten Übersetzungen aufschlussreich, nennt sie doch zahlreiche handelnde Personen für die Einführung Bergsons in Deutschland, auch Hans Driesch wird angeführt, und macht deren Auffassung als vorwiegend antikantisch deutlich. Als Leitfrage Bergsons wird mit Windelband die Frage nach dem Neuen herausgestellt. Zudem wird das noch nicht auf Deutsch erschienene L'Evolution créatrice angesprochen, das Hauptwerk von 1907, und dessen wie auch des Essai sur l'Idonésie immédiate de la conscience Übersetzung gefordert. Das heißt, man hatte von Bergson nicht das erste Werk zuerst übersetzt, sondern sein zweites Werk. Die Matière Mémoire, Materie und Gedächtnis wurde zuerst übersetzt und dann die Einführung in die Metaphysik und dann erst die anderen Sachen. 1910, das heißt in dem Jahr der Rezension, der ersten Übersetzungen und der ersten Dissertation, erscheinen weitere Aufsätze von Isaac Ben-Ruvi in Die Zukunft, von Hans Prager im Archiv für systematische Philosophie und von Richard Krone im Logos. Das letztere ist eine Zeitschrift, die auch Husserl nahe stand. Also auch da meint zum Beispiel Katharina Zanchi, dass Husserl diesen Aufsatz zur Kenntnis genommen haben sollte. Man weiß es aber nicht so ganz genau. Man merkt aber 1910, ne, geht sozusagen der Zug los. Ich komme gleich noch ganz kurz auf die Philosophische Internationale Tagung in Heidelberg 1908 zu sprechen.
Das muss auch so eine Initialzündung gewesen sein zur Bergson-Rezeption. Es fällt auch auf, dass 1,5 Jahre nach dieser Tagung plötzlich so eine Vielzahl von Bergson, Arbeiten erscheint in den verschiedensten Zeitschriften. Die Geschichte der Wirkung Bergsons in Deutschland ist, wie aus dem eben Gesagten hervorgeht, eng verbunden mit der seiner Übersetzungen. Diese hebt an im Kreis um Rudolf Eucken in Jena und ist verankert im Verlag von Eugen Diederichs. Max Scheler habilitierte 1900 bei Eucken in Jena und Isaac Ben-Ruby, der bereits erwähnte, wurde 1904 von Eucken in Jena promoviert. Scheler wurde 1901 auf Bergson aufmerksam und sah sich, ich zitiere, in den folgenden Jahren vielfach von ihm belehrt, wie er sagt. Er spielte eine zentrale Rolle für den Beginn der Übersetzungen bei Diederichs. In einem Brief Diederichs an Ben-Ruby wird deutlich, dass Scheler, wahrscheinlich mit Zutun Eukens, die Übersetzung von Matière et Mémoire bei Diederichs anstieß. Eine Übersetzerin und auch seinen Schüler Steenbergens, der zu dem Zeitpunkt schon in Paris war, um Bergson zu handeln, als Korrektor der Übersetzung vermittelte. Eucken hatte zusätzlich Ben-Ruby an Diederichs empfohlen, um eine weitere Korrektur der Übersetzung vorzunehmen. Materie und Gedächtnis erschien dann 1908 und 1909 die schon erwähnte erste Dissertation zu Bergson von Steenbergen. Der Übersetzung wurde, wie gesagt, eine Einführung von Wilhelm Windelband vorangestellt, die in der zweiten Auflage 1919, einer Neuübersetzung, nicht mehr erschien. Hat Windelband dann wieder zurückgezogen. Das mit Blick auf die Uhr überspringe ich, was der Windelband so Schlaues sagt über Bergson. Das, was Windelband aber sozusagen fasziniert hat an der Philosophie Bergsons, war das Problem des Neuen, dem Bergson sich stellt. Wie kommt Neues in die Welt? Der badische Neukantianismus kann hieran deutlich werden, hatte trotz dem starken antikantischen Impetus Bergsons bei der Aufnahme und Diskussion Bergsons in Deutschland auch eine gewichtige Rolle, zumal der 1908 in Heidelberg stattfindende dritte internationale Philosophiekongress, den Windelband präsidierte, eine wichtige Rolle für die Einführung Bergsons in Deutschland spielte, auch wenn Bergson selbst da gar nicht da war. Er war trotzdem präsent. Mit dem nach dem Krieg erschienenen Buch Rickertz zur Lebensphilosophie wurde aber der Abstand zum Modephilosophen Bergson deutlich gemacht. Scheler nun wiederum lernte 1902 Husserl kennen und wandte sich nach seiner, jetzt habe ich wieder mich selber, da sind wir da, und wandte sich nach seiner Habilitation bei Eucken der Phänomenologie zu, ohne aber sein sich ins kritische entwickelnde Interesse für Bergson zu verlieren. Scheler stand im Briefwechsel mit Bergson. Der Briefwechsel ist leider wie der mit Simmel verloren gegangen. Sie sind sich vermutlich auch persönlich begegnet. Er gehörte dann andererseits auch dem Göttinger Kreis um Husserl an und hielt dort sehr beachtete Privatvorlesungen, von denen auch Edith Stein berichtet. Edith Stein schildert Scheler als genialischen Denker. Sie hat ihn wirklich sehr verehrt und Scheler taucht, also sie hielt ihm sehr die Treue und Scheler tauchte ja auch zum Beispiel, also wichtig, in Steins Dissertation auf. Scheler stand so mit der ersten Generation der Husserl-Schüler in der Göttinger Philosophischen Gesellschaft sehr nahe, Feuret, Hering, Reinach, Lips, Konrad Martius, und er wurde 1913 von Husserl zum Redakteur des Jahrbuchs für Philosophie und phänomenologische Forschung eingesetzt. 1913 publizierte er seine Versuche einer Philosophie des Lebens, der Aufsatz, in dem Bergson eine zentrale Rolle spielt, die 1915 und 1919 neu herausgegeben wurde. Das heißt, eine zentrale Figur dieses Kreises beschäftigt sich zentral mit Bergson. Der Anfang des Abschnittes über Bergson in dem Aufsatz von Scheler wird gerne zitiert und er verdient es, etwas ausführlicher zitiert zu werden, als man es üblicherweise tut.
da so auch ein zentraler Kritikpunkt an Bergson deutlich wird. Und man merkt diese Zwiespältigkeit der Aufnahme in dem Phänomenologenkreis. Also jetzt Scheler. Der Name Bergson durchtönt gegenwärtig in so Eigentümer feinerer Ohren zweifelnd fragen mögen, ob man wohl solchen Philosophen lesen soll. Denn mehr wie je muss heute der Beifall der Bildungs- und Literatenmasse den Weisen erröten machen. Dann mögen sich jene Feinohrigen sagen lassen, dass man Bergson trotzdem lesen soll. Er hat etwas zu sagen. Wir gehören nicht zu denen, die, sei es in der Methode dieses Philosophen, sei es in seinen Theorien und Resultaten, einen endgültigen Erwerb der Philosophie zu sehen vermögen. Seine Methode der Intuition ist so persönlich, so von der eigenartigen künstlerischen Bildkraft seines Geistes abhängig, dass er wohl echte Jünger und noch leichter Affen, keinesfalls aber gute Schüler zu haben vermag. Seine zentralste Lehre von der temps durée, reinen Dauer, wird den Tiefen des Zeitproblems nicht gerecht. Sie stammelt etwas, was nicht nur der Verstand nicht denken, Klammer auf, dies liegt ja sogar in der Konsequenz der Lehre selbst, Klammer zu, sondern auch die Anschauung nicht klar zu erfüllen vermag. Zitat Ende. Sie merken auf der einen Seite dieses, sagen wir mal, dialektische Verhältnis, also zu Bergson als Modephilosoph, die Anerkennung seiner Wichtigkeit, die Anerkennung seiner Qualität und zugleich ein ganz zentraler Kritikpunkt, den auch später Ingarden aufgreifen wird, ne? Der aber sozusagen aufruht auf der Anerkennung eines echten Fundes, den Bergson gemacht hat, als er sich diesem Zeitproblem zugewendet hat. Nur habe er es eben nicht konsequent und auf korrekte Art und Weise zu Ende gedacht. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Weiter in meinem Text. Die scharfe Abtrennung der Intuition vom Verfahren des wissenschaftlichen Verstandes bei Unterschlagung der intensiven Arbeit Bergsons mit wissenschaftlichen Ergebnissen, die dadurch erst in übergroße Nähe zum Romantizismus gerät und die dem Phänomenologen fehlerhaft erscheinende Begriffsferne, scheinbar, der Zeitauffassung Bergsons lassen diesen eben eher als künstlerische Modefigur dastehen. Isaac Ben-Ruby, sozusagen akademischer Milzbruder von Scheler, ne, auch bei Eucken, sollte in den nächsten Jahren eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen Bergson und seinen deutschen Lesern bilden, ehe er von Simmel verdrängt wurde. Simmel hatte um 1908 Kenntnis von Bergson erhalten. Bereits vorher hatte er Kontakte nach Frankreich, insbesondere zum Kreis um die Revue de Métaphysique et de Morale, zu dem auch Bergson gehörte. Und von 1908 bis 1914, eben Kriegsausbruch, standen beide in direktem Kontakt. Simmel fand wiederum die von Ben-Ruby mit durchgesehene, von Scheler veranlasste Übersetzung von Matière Mémoire, Materie und Gedächtnis so schlecht, dass er eine Neuübersetzung empfahl und selbst für die folgenden Übersetzungen weiterer Werke Bergsons Sorge trug. Und so erschien dann 1909 die Einführung in die Metaphysik in der Übersetzung von Margarete Sußmann, einer Schülerin Simmels, 1911 die Übersetzung des Essai sur l'idéologie immédiate de la conscience unter dem Titel Zeit und Freiheit. Diese Titeländerung ist dieselbe wie im Englischen und ist von Bergson ausdrücklich gut geheißen worden. 1912 dann die schöpferische Entwicklung, also L'Evolution créatrice, und 1914 das Lachen. Und 1919 die Neuübersetzung von Materie und Gedächtnis. Die nächsten Übersetzungen brauchten dann so ein bisschen Zeit. Die letzte Monographie von Bergson, die zwei Quellen und der Moral in der Religion, war von 1932. Die hat es gerade noch so in die Übersetzung geschafft, 1934. Da kam das auf Deutsch raus und dann war natürlich Schluss.
Also einen jüdischen, französischen Philosophen wollte man da nicht mehr übersetzen. Und das allerletzte Werk Bergsons, was ich immer als erstes zu lesen empfehle, La Pensée, le Mouvement, würde dann erst 1948 unter französischer Besatzung in Meisenheim am Glahn herausgegeben. Das haben dann die Franzosen sich nicht nehmen lassen, den Bergson dann komplett zu machen. 1914, ein Jahr nach Scheele, erschien dann Simmels großer Aufsatz über Bergson. Ähm, Den überspringe ich jetzt auch, weil wir haben schon Viertel vor acht. 1911 trat dann Bergson endlich etwas unmittelbarer in den näheren Gesichtskreis der Phänomenologen um Husserl. In einer kurzen Notiz am Rande seiner 1939 verfassten Schilderung berichtet Jean Hering, wie Husserl seiner Meinung nach oder anscheinend Kenntnis von Bergson erhielt. Und weil das so schön ist, lese ich es Ihnen vor. Also übersetzt, ne, weil im Original ist es natürlich auf Französisch. Es ist eigentümlich und bemerkenswert, dass Husserl, der zu viel dachte und schrieb, um noch Zeit zum Lesen zu haben, den großen Erneuerer des Intuitionismus in Frankreich kaum dem Namen nach kannte. Nur durch einen übrigens exzellenten Bericht von Alexandre Koyré, den dieser der Philosophischen Gesellschaft in Göttingen 1911 vortrug und den ich noch nicht habe finden können, also ich weiß nicht, ob der irgendwo in der Schublade liegt, lernte er die Prinzipien der Philosophie Bergsons kennen. Die konsequenten Bergsonianer sind wir, rief er anschließend in der Diskussion aus. Das ist die erste einer kleinen Reihe anekdotischer Evidenzen über die naja, äh, affektreiche Aufnahme Husserls. Ne? Es gibt gleich noch ein paar andere Schilderungen von Ingarden selber. Also das erschien wohl den Gesprächspartnern immer besonders bemerkenswert, wie Husserl mit kurzen Aufrufen auf diese Philosophie reagiert. Was einen immer denken lässt, dass Husserl das nicht so besonders gut gekannt haben kann, wenn er immer wieder so positiv überrascht ist von dem, was er hört. Aber auf der anderen Seite kann man anekdotischen Evidenzen auch nie so ganz trauen. Ne? Jean Hering oder Hereng, ich weiß nicht, da gibt es wahrscheinlich zwei Aussprachevarianten auch. Ne? Es ist eine dieser Zwischenkriegsexistenzen. Ne? Also der war dann in Straßburg und da wusste man alle paar Jahre nicht, ob man Deutscher oder Franzose ist. Ne? Das war so, ja. Also Jean Hering gehörte zum ersten Phänomenologenkreis in Göttingen und wurde später Professor in Frankreich, wie auch Koyré, Alexandre Koyré, der 1908 bis 1912 in Göttingen war. Der hatte übrigens wohl vorher Bergsons Philosophie in Russland kennengelernt, ehe er sie dann 1911 in Göttingen vorstellte. Beide kamen auch nach ihrem Weggang aus Göttingen immer wieder zu Husserl nach Göttingen und später nach Freiburg. Zur Göttinger Philosophischen Gesellschaft sollte ab April 1913 auch Edith Stein gehören und ihr hielt sie gewissermaßen die Treue auch nach ihrem und dann auch nach Husserls Weggang aus Göttingen, dem sie 1916 nach Freiburg folgte. Auch zu Hering und Koyré behielt Edith Stein einen sehr engen Kontakt, sah sie immer wieder und während ihrer Parisreise 1932 wohnte sie ja auch bei den Koyrés. In den, das habe ich vorhin schon, glaube ich, kurz erwähnt, in den Kurzprotokollen der Göttinger Kreise taucht, wie gesagt, der Bergson nie auf, obwohl dann da Scheler ist und eben der Korea da war. Also diese Latenz ist irgendwie seltsam. Husserl wiederum, der ja möglicherweise schon den Aufsatz Gurewitz 1903 und möglicherweise einen oder die Aufsätze 1910 zur Kenntnis genommen hatte, ähm, auch wenn das nicht sehr wahrscheinlich ist, ne, siehe oben Hering, hatte bereits 1911 einen Brief Simmels, deswegen vorhin Simmel, einen Brief Simmels erhalten, in dem dieser ihm von seinem Interesse am gerade übersetzten Matière Mémoire berichtet. Das heißt, auf Husserl kommt es auch auf ganz verschiedenen Wegen zu. 1913 hat dann Husserl seine Ideen an Bergson geschickt. Wir wissen davon durch Bergsons Dankesbrief an Husserl vom 15. August 1913 und den
lese ich Ihnen gerade mal vor. Also der ist allerdings auf Französisch. Ich lasse es dann doch. Es gibt aber also ein kurzer Brief. Der Bergson war da gerade in der Schweiz, wo er sich immer wieder ein bisschen zur Erholung zurückzog, weil er einen starken Rheumatismus hatte, weswegen er auch schon aufgehört hatte zu lehren. Der bekommt also das Buch zugeschickt, ne, schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen, hat gar keine Zeit zu lesen und schreibt ganz kurz an Husserl, bedankt sich sehr. Und dann sagt er, Laissez-moi en attendant vous dire en quelle haute estime je tiens vos travaux. Lassen Sie mich also noch kurz sagen, wie sehr ich Ihre Arbeiten schätze. Nos vues diffèrent peut-être sur certains points. Nos vues diffèrent peut-être sur certains points. Unsere Ansichten unterscheiden sich wohl bei manchen Punkten. Mais il y en a plus d'un aussi sur lequel elles s'accorderaient facilement ensemble. Aber es gibt auch mehr als einen, bei dem sie sich leicht in eine Übereinstimmung bringen lassen würden. Hm? Also das ist, glaube ich, ganz treffend gesehen, ne? Also von beiden Seiten, nämlich es gibt ganz enorme Ähnlichkeiten in den Grundanliegen, in den Grundansätzen, in den Grundbegriffen, die gearbeitet werden, die bearbeitet werden. Aber bei der weiteren Durchführung, sowohl der Methode der Durchführung, ne, als auch in der Art und Weise, mit Begriffen umzugehen, unterscheiden die sich dann doch stark. Übrigens ist witzigerweise ja nicht nur Husserl aus der Mathematik stammt, sondern auch Bergson. Also Bergson galt als Schüler eher so als Mathematiker denn als Philosoph und er hat auch damals in Frankreich als Schüler einen Concours National in Mathematik gewonnen. Hm? Und es soll auch nicht erwähnt werden, das lässt man immer gerne weg, dass Bergson sich ja auch tatsächlich ernsthaft mit Einstein befasst hat, ein Buch über Einstein geschrieben hat. Ne? Also das heißt, dem Bergson war das in keiner Weise fremd. Er hat gewissermaßen nur bei seiner Entdeckung der Zeit dann den Weg in eine völlig andere Richtung genommen als der Husserl. Ne? Deswegen sind die so wie Stiefbrüder vielleicht. Ne? Also, Bergson gibt 1913 im März, also bevor er die Ideen bekommt, in einem Gespräch mit Isaac Ben-Rubi, der uns vorhin schon begegnet ist, eine gewisse Nähe zu Husserl zu erkennen. Also dieser Isaac Ben-Rubi, eine zentrale Figur der Vermittlung zwischen Deutschland und Frankreich im Feld der Philosophie, war also ständig bei Bergson zu Hause und hat mit ihm gesprochen und dann hinterher, so wie Eckermann und so, ne, also Aufzeichnungen gemacht über diese Gespräche. Und das ist ja ganz interessant. Also er schreibt, Bergson räumt ein, dass es eine gewisse Affinität zwischen seiner Philosophie und der des deutschen Denkers gibt. Also das war, bevor er die Ideen bekommen hat. Ne? Das gilt besonders vom Kampf gegen den Psychologismus. Im Übrigen hat Bergson zugegeben, dass er die logischen Untersuchungen nur zum Teil gelesen hat und dass er dieses Werk sehr schwierig findet. Zitat Ende. Bergson hatte also Husserl verschiedentlich zur Kenntnis genommen und stand mit ihm in einem gewissen kollegialen Kontakt, haben sich Sachen geschickt. Und bei Husserl und dem Göttinger Kreis, dem Stein seit 1913 zugehörte und dem sich Stein auch nach seinem äußeren Ende verbunden fühlte, war also Bergson in vielfältiger Weise latent präsent und in manchen Fällen auch an der Oberfläche seines Geschehens, so auch bei der Dissertation Ingardens. Über Ingarden dürfte dann auch Edith Stein mit Bergson näher in Berührung gekommen sein, denn sie hat ja diese Dissertation gelesen und mit ihm bearbeitet. 1913 wählte der Husserl-Schüler Roman Ingarden Intuition und Intellekt bei Bergson als Dissertationsthema und aus seinen Erinnerungen lässt sich ein Bild seiner, Husserls, Steins und auch Heideggers Beschäftigung mit Bergson zwischen 1914 und 1902 gewinnen, wenn auch unterschiedlich deutlich. In der Dissertation wird vor allem Bergsons Zeitbegriff diskutiert. Ingarden hielt es für unmöglich, dem von Bergson mit der Durée pure bezeichneten ursprünglichen Zeiterlebnis die kategoriale Form abzusprechen. Hier kann jetzt aber nicht weiter auf den Inhalt der Dissertation eingegangen werden.
Ingarden war 1912 nach Göttingen gekommen und hörte ab dem Winter bei Husserl. Im Herbst 1913 meldete er sich bei Husserl zur Promotion an und als ihm ein erstes Thema, das Wesen der Person, abgeschlagen wurde, schlug er Bergson als Thema vor. Er schreibt in seinen Erinnerungen an Husserl, die hängen hinten an der Ausgabe der Briefe Husserls an Ingarden, Zitat: „Und so schlug ich als ein anderes Thema Intuition und Intellekt bei Henri Bergson vor, was von Husserl angenommen wurde. Kein Professor nimmt ein Thema an, von dem er nicht ungefähr ahnt, was das gibt, würde ich mal sagen. Auch wenn es bei meinem Doktorvater auch so war, wie wahrscheinlich bei den beiden. Das war auch kein Bergson-Spezialist. Dem bin ich heute noch dankbar. Er mir auch. So begann ich im Winter 1913/14 mich mit der Philosophie Bergsons zu beschäftigen, wobei ich mich vor allem in den Essais sur l'Indonésie immédiate de la conscience tiefer eingearbeitet habe. Ich vermute also das französische Original, sonst hätte es nicht auf Französisch hier hingeschrieben. Ich zitiere weiter, ich erwähne dies, weil es ein Gespräch mit Husserl zur Folge hatte. Im Frühjahr 1914 war die Bearbeitung der Ideen 1 im Seminar Husserls so weit fortgeschritten, dass wir Probleme der Zeit besprochen haben. Und da stellte ich Husserl eine Frage, die sich auch bekanntlich war diese ganze Problemsphäre in den Ideen nicht berücksichtigt. Husserl war etwas überrascht und fragte mich, woher ich etwas darüber wisse. Ich antwortete, ich weiß es von Bergson. Das hat mich übrigens frappiert, ne, dass beide das Wort Wissen hier gebrauchen. Also, als ob Husserl fragen wolle, woher er wisse, was er also, woher Ingarden wisse, was Husserl denke oder vielmehr so, als ob das dann eine objektive, wissbare Tatsache sei, was Bergson so denkt und Husserl auch. Also, diese ich lese sie noch mal vor, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, diese Formulierung, die fand ich irgendwie ungewöhnlich, ne? Also Husserl war etwas überrascht und fragte mich, woher ich etwas darüber wisse. Ich antwortete, ich weiß es von Bergson, worauf Husserl mich aufgefordert hat, ihn am nächsten Tag zu besuchen. Husserl kannte damals augenscheinlich Bergson nicht näher, 1914. Ne? Also nachdem diese Aufsätze da kamen, nachdem Hering was erzählt hatte, nachdem Simmel ihn geschrieben hatte, nachdem Scheler seinen Aufsatz geschrieben hat und die ja bestimmt da auch mal gesprochen haben. Ne? Also Husserl kannte damals augenscheinlich Bergson nicht näher. Als ich zu ihm kam, fand ich auf seinem Tisch die Evolution créatrice in deutscher Übersetzung liegen. Husserl bestätigte, dass bei Bergson Beschreibungen der Durée pure vorliegen, die seinen eigenen Untersuchungen auf diesem Gebiet sehr nahe standen. So begannen meine privaten philosophischen Gespräche mit Husserl. Ingan schreibt dann verschiedentlich Dinge, die Husserls Beschäftigung mit den Zeitproblemen durch seine Dissertation, durch die Arbeit am Bergsons-Zeitproblem, wie soll ich sagen, weiter befeuert worden sind. Ne? Also da Anregungen erfahren haben, sodass gewissermaßen da eine indirekte äh, Anregung oder sagen wir oder Abstoßung, eine Abarbeitung jedenfalls aneinander stattfand. Ne? In den darauffolgenden Briefen Husserls an Ingarden wird die Doktorarbeit erwähnt. Eine inhaltliche Diskussion findet aber in den Briefen nicht statt. Das ist etwas Eigentümliches bei all diesen Briefwechseln, die ich so gesehen habe. Ne? Husserl lobt Ingarden verschiedentlich sehr, direkt und indirekt. Er schreibt auch mal an Ingardens Vater, ne, um Ingarden zu loben. Das ist ganz nett. Husserls Frau Malvine, die wohl für Husserl briefschreibend eingesprungen ist, wenn er keine Zeit hatte, schreibt an Ingarden am 3.4.1918, dass er sich sehr über den Fortschritt der Dissertation freue und, Zitat, dass Fräulein Stein ihnen sprachlich zur Seite stehen wird, daran ist ja nicht zu zweifeln. Am 18.07.1920 kündigt Husserl in einem Brief an, dass Heidegger die redaktionelle Bearbeitung der frisch eingegangenen Dissertation übernehmen werde.
Am 28.03.1921 schreibt Malvine Husserl an Ingarden zur demnächst erscheinenden Dissertation. Dr. Heidegger hat die Durchsicht in stilistischer, das heißt sprachlicher Beziehung übernommen. Und 1921, am 20.06., schreibt Husserl selbst an Ingarden, Dr. Heidegger hat das große Opfer gebracht, ihr Manuskript sprachlich auszufeilen und desgleichen Professor Pfänder die Korrekturen besorgen zu wollen. Diese Änderung des ursprünglichen Verweises auf Stein kann daran liegen, dass, wie Husserl verschiedentlich an Ingarden schreibt, Edith Stein zu dieser Zeit eben nicht mehr in Freiburg ist. Ingarden wiederum berichtet in seinen Erinnerungen an Husserl verschiedentlich inhaltlich über die philosophischen Gespräche, die er 1916 in Freiburg mit Husserl führte und die sich unter anderem um die Bergsonsche Zeitphilosophie drehten. Er erinnert dabei daran, dass Husserl bereits 1914 in seinem ersten Gespräch mit Ingarden zugegeben habe, dass la durée pure mit der ursprünglich erlebten Dauer verwandt sei. Das war ein Zitat. Dass Husserl 1917, nachdem Ingarden ihm seine Dissertation vorgelesen hatte, und Ingarden bemerkt an anderer Stelle, dass Ingarden Husserl seine Arbeiten kapitelweise vorlesen musste, weil dieser, Zitat, fast halbblind war und nur ungerne las. Das ist natürlich noch ein anderer Grund, warum wenig gelesen hat. Und dass er nur die kritischen Kapitel selbst las. Also, Husserl habe 1917, nachdem Ingarden ihm seine Dissertation vorgelesen habe und Husserl der Beschreibung der reinen Dauer bei Bergson aufmerksam, Zitat, zugehört habe, schließlich ausgerufen, Zitat, das ist ganz so, als ob ich Bergson wäre. Neben der Zeit war ein in den Gesprächen von Husserl und Ingarden behandeltes Husserl-Bergson-Thema auch das der Wahrnehmung, Perception pure in matière mémoire. Und beiden kann halt hier auch, wir haben auch schon 8 Uhr, inhaltlich nicht weiter nachgegangen werden. Nicht mehr lang. Ingarden erwähnt kurz vor den Berichten über die Gespräche mit Husserl, dass 1916 auch Edith Stein nach Freiburg gekommen sei. Zitat: Im Herbst kam dann Fräulein Stein. Dieses Fräulein, die sie, glaube ich, im Leben nicht losgeworden, Fräulein Stein. Und so bildeten wir drei eine kleine Göttinger Kolonie in Freiburg. Besonders Fräulein Stein lebte noch ganz in der Göttinger Atmosphäre, indem sie mit den alten Göttinger Freunden, vor allem mit Reinachs, in engen brieflichen Beziehungen stand. Zitat Ende. Es kam, wie Ingarden schreibt, zu intensiven philosophischen Gesprächen zu dritt. Edith Stein und ihre Beiträge finden aber in diesen Erinnerungen an Husserl keine besondere und schon gar keine persönliche Erwähnung. Lediglich in den Erläuterungen zu den Briefen Husserls schreibt er von einem zweitägigen Besuch bei Edith Stein bzw. Theodor Konrad in Bergzabern. Zitat: Edith Stein hat mir viel über sich selbst, sie war damals bereits katholisch und arbeitete in Speyer, sowie auch über Husserl erzählt. An anderer Stelle findet sich die längere Wiedergabe eines Briefes von Edith Stein an ihn, der sich aber ganz um Husserl dreht. Inhaltliche Fragen spielen bei den Stellen zu Bergson in den Briefen von Edith Stein an Roman Ingarden keine Rolle. Am ausführlichsten ist gleich der erste der im Band 14 der Werkausgabe abgedruckten Briefe Steins an Ingarden. Edith Stein gibt in diesem Brief vom 5. Januar 1917 nach der Lektüre in der ersten Version der Dissertation Ingardens der Argumentation gegen Bergson recht. Und sie sagt, sie haben recht. Im Folgenden gibt sie eher taktische Hinweise zur Disposition der Teile der Arbeit. In weiteren Briefen wird die Dissertation Ingardens kurz erwähnt oder die Bedeutung Bergsons im Zusammenhang des Problems des Zeitbewusstseins genannt. Mit dem betreffenden Manuskriptenkonvolut war nämlich Edith Stein zu dieser Zeit befasst. Also die arbeitet gerade die Manuskripte zur Zeit von Husserl durch, als eben auch Ingarden seine Disk gerade fertig hatte. Und Ingarden hatte ja gemeint, sagen zu können, dass diese Manuskripte entstehen während der Zeit, als er Ingarden dem Husserl wiederum Teile seiner Dissertation vorgelesen hat.
Also da gibt es eine ganz, ganz interessantes, soll man sagen, Durchdringung. Am 10.04.1918 teilt sie Ingarden mit, dass sie gerne bei der sprachlichen Überarbeitung seiner Bergsonarbeit behilflich sein möchte, was dann aber eben Heidegger übernimmt. In weiteren Briefen geht es dann um die Publikation der Arbeit Ingardens. 1922 erscheint die Arbeit schließlich unter dem Titel Intuition und Intellekt bei Henri Bergson im Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Ingarden betont in der kurzen Einleitung, dass ihm das Verständnis Bergsons durch das Studium der Husserlschen Schriften wesentlich erleichtert wurde. Edith Stein wird da nicht erwähnt. So, Strich drunter. Es bleibt festzuhalten, dass in den Briefen und soweit ich das überprüfen konnte, und heute im Vorgespräch habe ich interessante andere Dinge noch dazu erfahren, nämlich aus den Bibliotheksbeständen von Edith Stein. Jedenfalls in den Schriften Edith Stein, soweit ich das jetzt durchgucken konnte, eine ausdrückliche inhaltliche Beschäftigung mit Bergson nicht vorkommt. Auch hat sie 1932 keinen erkennbaren Versuch unternommen, Bergson in Paris aufzusuchen. Das hätte auch nicht geklappt, weil er da auch gerade in der Schweiz war, wie man aus Briefen Bergsons eben entnehmen kann. Obwohl sie doch Bergson relativ nahestehenden Personen begegnete, nicht nur wie Alexandre Koyré, sondern auch Jacques Maritain oder Etienne Gilson, die alle bei dieser Tagung waren und die alle mehr oder minder direkt Bergson Schüler sind oder im Umfeld Bergsons stehen. Bergson hatte im Frühjahr 1932 sein letztes monographisches Werk Les deux sources de la morale et de la religion herausgebracht, die zwei Quellen der Moral und der Religion, das Stein unbedingt hätte interessieren müssen, wenn ich das mal so kategorisch sagen darf. Und doch, weil da geht es eben, wie gesagt, um Mystik und insbesondere um die spanische Mystik von Teresa und Johannes, die dem Bergson der Höhepunkt überhaupt der Mystik und auch der Philosophie scheint. Ne? Und doch erwähnt sie dieses Buch nicht einmal, obwohl es doch bestimmt Gesprächsgegenstand gewesen sein wird in Paris der damaligen Zeit. Es ist ein paar Monate vorher frisch herausgekommen und Bergson schreibt Brief um Brief und dankt für Rezensionen, die überall erschienen sind. Also die haben ganz bestimmt bei dieser Tagung über dieses Buch irgendwie auch mal gesprochen. Andererseits ist sehr wohl in ihrem von Daniel Feuling berichteten Gespräch Steins mit Koyré auf dem Weg zu Sacré-Cœur der Name Bergsons in einem Atemzug mit Husserl gefallen. Und das zitiere ich Ihnen jetzt nochmal. Also aus dem Bericht von Daniel Feuling, den habe ich wiederum zitiert nach Amata Nair, diesem in 4 Teilen erschienenen Bericht über die Studienreise Edith Steins mit zahlreichen Exkursen und so. Und das habe ich wirklich, das ist sehr spannend. Ne? Also da im Jahrbuch von 2006, da ist es drin auf Seite 18. Also Feuling schreibt, auf dem Wege sprachen beide miteinander von allerlei, besonders auch von jüdischen Philosophen. Auch Husserl war ja jüdischen Blutes, ebenso Henri Bergson und Meyerson in Paris. Zitat, auch er ist einer der unsrigen, Zitat Ende, hieß es verschiedentlich. Mich belustigte ein wenig die Weise Koyrés und Lions, die, von Juden und Jüdischen redend, immer einfach wir sagten. Ich erlebte stark die Blutsgemeinschaft, die so lebendig auch in Edith war. Zitat Ende. Tja, die Latenz Bergsons bei Stein ist eine Angelegenheit, die vielleicht eine nähere Betrachtung verdient, zumal ich ja seit heute weiß, dass sie Bergson in ihrer Bibliothek hatte. Intuition, Bewusstseinsstrom, Zeit, Mystik, manches andere, was ich unterwegs angesprochen habe. Das sind Themen, die im Zentrum von Edith Steins ureigensten philosophischen Interesse liegen und eben auch genau im Zentrum des Interesses Bergsons stehen. Doch dem muss ich mich jetzt nochmal frisch von vorne und für ein andermal widmen. So, ich danke ganz herzlich für Ihre lange Geduld und Aufmerksamkeit.